Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres in Wien. Heute besuchen wir die wahrscheinlich höchstgelegene Australien-Installation der Welt. Hier im Haus des Meeres ist nämlich ein sehr schöner Bereich entstanden, der sich der Tierwelt Australiens widmet. Australien ist natürlich die Heimat auch vieler bedrohter Arten und natürlich auch vieler besonderer Papageien. Und die fliegen einem hier gerne um den Kopf herum und man hat eben nicht nur eine tolle Aussicht auf die Stadt Wien, sondern eben auch ein wundervoll immersives Erlebnis der Tierwelt Australiens. Eine dieser Arten, die man hier so nah erleben kann, ist natürlich der Schwalbensittich. Das ist eine stark bedrohte Papageienart, die auch sehr besonders ist, denn in der Natur weist sie ein für Papageien ziemlich ungewöhnliches Zugverhalten auf. Sie pendeln nämlich zwischen Festland, Australien und Neuseeland. Eine über 300 Kilometer lange Reise legen sie hier zurück, durch die sie durch Umweltfaktoren in der Natur gezwungen werden. Im Menschenobhut fällt dieser Zwang weg und man kann sie wunderbar in einer so großen Anlage halten. Und sie können sich natürlich auch im Menschenobhut fortpflanzen. Das ist für die Erhaltung dieser Art unglaublich wichtig und da gibt es eine spannende Kooperation zwischen Privathaltern und zoologischen Gärten, die dieser Art das Überleben ermöglichen soll. Aquarien ermöglichen nicht nur die direkte Erhaltung von solchen bedrohten Arten,
sondern ermöglichen es auch, dass Menschen, die wahrscheinlich niemals die große Reise nach Australien würden antreten können, natürlich mit einer Begeisterung für diese Tierwelt erfüllt wird, die dann natürlich am Ende auch darin münden soll, dass sie sich für den Schutz dieser Tiere engagieren und den Schutz dieser Tiere, der ja unter anderem im Haus des Meeres mit betrieben wird, den zu unterstützen. Und das können die hier natürlich ganz besonders in einer neuartigen Installation, die es so in der Stadt auch noch nicht gibt und die eine starke Message für den Artenschutz hat, die aber natürlich auch die Menschen mit dieser Tierwelt überhaupt erstmal in Berührung bringt. Direktes Berühren der Tiere ist natürlich nicht erlaubt, aber es ist sehr wohl erlaubt, hier sich begeistern zu lassen von der australischen Tierwelt. Und das ist ein ganz wichtiger Teil auch der Arbeit moderner Zoos, Menschen mit ganz verschiedenen Arten, und da kann man wirklich viele Arten sehen, in eine Verbindung zu bringen, eben dadurch, dass sie sie anschauen können, erleben können. Und wenn das in so einer modernen Installation passiert, ist das natürlich besonders toll. Das war schon mit dem Video und schaut jetzt auch mal in unsere Playlist über das Haus des Meeres.